English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute ein hübscher Gecko aus Australien, australischer Knopfschwanzgecko. Underwoodisaurus millii heißen die. Ist adultes Tier in der Größe oder knapp adult. Ja, können als Männchen noch gleich ein bisschen größer können sie noch werden. Aber ist zumindest geschlechtsreif mit der Größe. Ja, toller australischer Gecko. Wüstenbewohner oder relativ Trockenbewohner. Lässt sich toll halten als Terrarientier, lässt sich auch gut züchten. Wirklich eine hübsche Geckoart und deswegen heute mein Intro-Tierchen. Wenn ihr die Folge direkt nach Erscheinen, sprich heute anschaut, ist der 24. Dezember und das möchte ich natürlich nicht versäumen, euch dann auch ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Feiert es schön, am besten in der Familie oder im Kreis eurer Liebsten, Ängsten. Ich wünsche euch ein ganz tolles Fest. Kommt ein bisschen runter, entspannt euch und genießt das Weihnachten. Dominik Messner fragt: Hi Stefan, immer mal wieder hört man ja, dass Lebendfütterung auch gefährlich für die Schlange sein kann. Besonders Ratten wird nachgesagt, dass sie sehr wehrhaft sind. Hast du jemals einen Unfall gehabt beim Füttern? Gute Frage. Erinnere ich mich an meine Anfängerzeit in der Terroristik, hatte ich auch immer Angst, oh je, die Maus beißt jetzt meine Schlange oder gar die Ratte beißt meine Schlange. Ich glaube, ein gesundes Terrarientier, das ich lebend fütter, da ist es egal, ob ich Mäuse oder Ratte fütter. Ein gesundes Terrarientier, da passiert gar nichts. Also wir füttern hier tausende Nager im Monat oder im Jahr geht es wahrscheinlich in die Zehntausende. Und es passiert wirklich nichts, dass eine Schlange ernsthaft gebissen wird oder verletzt wird. Dass es mal zu einem Biss kommt, wenn die Schlange das Beutetier erwürgt, dass diese Maus oder Ratte mal in die Schlange reinbeißt und das vielleicht in dem Moment der Schlange auch gleich ein bisschen wehtut, wenn sie da gezwickt wird. Das mag sein. Dass es da eine Wunde gibt, die man versorgen muss oder sogar eine ernsthafte Wunde, gibt es bei uns nie, habe ich nie erlebt. Von dem her hätte ich da wirklich keine Bedenken. Wie gesagt, ich gehe von einem gesunden Tier aus. Habe ich ein krankes Tier, das Futter nicht einmal richtig anständig erwürgt kriegt oder so schon mehr lebendig wie tot ist und vielleicht trotzdem noch fressen will oder sowas, das ist natürlich ein ganz anderer Punkt. Aber bei einem gesunden, fitten, aktiven Tier hätte ich keinerlei Bedenken. Skralli fragt: Hi Stefan, würdest du empfehlen, Terrarien von Zeit zu Zeit umzugestalten oder bei mehreren Tieren der gleichen Art die Terrarien zu tauschen, um den Tieren Abwechslung zu bieten? Danke und LG. Ja, Skralli, also zum einen glaube ich, denkst du ein bisschen zu arg in Menschen-Säugetier-Dimensionen, so diese Abwechslung. Ich glaube, dass ein Reptil nicht den Wunsch oder das Bedürfnis nach Abwechslung hat, so nach dem Motto, ich möchte mal was Neues sehen. Ich glaube, oder dass es dem langweilig wird. Also sowas wie Langeweile kennt ein Reptil, glaube ich nicht. Was aber in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ist das Schlagwort Enrichment. Das war jetzt in der letzten Reptilia-Ausgabe drin. Enrichment, Terrarientiere aktiv halten. Also Hintergrund von diesem Enrichment ist es, dass jetzt in dem Fall der Varan, sein Futter nicht einfach mit der Pinzette hingehalten kriegt, sondern dass er sich das selber richtig fangen und erkämpfen und vielleicht sogar mit kleinem Cleverness da an das Futter rankommen soll. Also das ist vielleicht kein blöder Aspekt, dass die Terrarientiere nicht nur faul rumliegen und wirklich das Fressen vor die Nase kriegen, sondern dass sie sich halt gleich ein wenig bewegen müssen, ihre Beute selber fangen müssen oder bei Insektenfresser, wie gesagt, dass da auch irgendwelche Verstecke sind, wo er sich das Futter aus dem Versteck vielleicht fangen muss. Also das macht meiner Meinung nach schon Sinn, einfach um das Tier zu fordern, damit es sich bewegt, damit das Gehirn arbeitet. Aber Abwechslung im Sinne von Langeweile, das glaube ich, gibt es nicht.
Roberto C. hat eine ganz kritische Frage. Ist die Haltung von Reptilien Tierquälerei? Mit Erklärung bitte, liebe Grüße. Roberto, finde ich eine gute Frage. Du stellst die Frage ja neutral, ne? Du tust nicht anprangern von wegen, ihr seid Tierquäler, sondern du stellst die Frage, so habe ich es aufgefasst, finde ich definitiv okay. Aus meinem tiefsten Innersten bin ich überzeugt davon, dass Terroristik ein tolles Hobby ist. Der Mensch neigt seit jeher dazu, sich Tiere zu halten, Haustiere zu halten. In urgeschichtlicher Zeit hat der Mensch dann Haustiere gehalten. Im tiefsten Dschungel irgendwelche, sage ich mal, also blöder Ausdruck, eingeborenen Stämme oder indigenen Stämme, indigen hört sich viel besser an, haben Haustiere. Das liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen. Und dann gibt es meiner Meinung nach Haustiere, die sich gut eignen und welche, die sich schlechter eignen. Ich glaube, Reptilien eignen sich sehr gut, weil Reptilien eine relativ niedrige Intelligenz haben. Ich glaube, umso intelligenter ein Tier ist, umso schwieriger ist es, dem gerecht zu werden und dem artgerecht zu halten. Umso niedriger die Intelligenz ist, umso leichter, glaube ich, ist es, dass das Tier sich eben nicht unterfordert fühlt oder nicht eingesperrt fühlt. Also von dem her halte ich Reptilien für prädestiniert. Reptilien sind Lauerjäger, die laufen nicht rum und suchen ihr Futter, sondern sie liegen an der gleichen Stelle und warten auf ihre Beute. Das sieht man in jedem Zoo, oder das ist ja das, was auch manche Leute sagen, na, Reptilien sind langweilig, die liegen bloß faul rum. Ja, die liegen eigentlich fast nur faul rum, die sind einfach so, aber das macht sie ja auch passend als Haustier. Ne? Die wollen nicht meterweit oder gar kilometerweit umherlaufen, wie das jetzt vielleicht ein Säugetier will oder womöglich ein Vogel will fliegen oder sowas. Will ein Reptil alles nicht. Deswegen glaube ich, ich weiß, exotische Tiere werden viel angegriffen. Ich finde es völliger Schwachsinn, weil genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, es gibt vielleicht von Fische, Aquaristik, würde ich so in ein ähnliches Genre setzen. Aquaristik, Terroristik, ich glaube, das ist die Art von Tierhaltung, die im Vergleich mit allen anderen Tieren, die man hält, wahrscheinlich besser abschneidet. Ne? Hund, Katze ist nochmal so eine Sache für sich, hält man natürlich schon lange. Ein Hund, der wirklich sehr viel Auslauf hat, der Bezug zum Menschen hat, ist bestimmt auch ein Haustier, das man toll und super halten kann. Oder auch eine Katze, vielleicht am besten auch mit entsprechendem Auslauf. Oder selbst auch ein Stubentiger, der im Haus seine Aufmerksamkeit und seine Zuneigung genießt, ist sicherlich auch okay. Aber nochmal zurück zum Reptil, hat mindestens genauso viel Berechtigung, als Haustier gehalten zu werden, meiner Meinung nach. Da will ich noch ganz kurz eben was hinten dran hängen, beziehungsweise die Community auch gern zu Kommentaren auffordern. Schreibt unten rein, was ihr dazu oder darüber denkt, Tierhaltung allgemein, Reptilienhaltung im Speziellen, welche Haustiere sind gut zu halten, welche sind schlecht zu halten. Das finde ich ganz spannende, interessante Diskussion, bin ich auf eure Meinung gespannt. Gerne einen Daumen hoch, wenn ihr Terroristik für ein tolles Hobby haltet. Klar, nee, dann müsst mir jetzt ja jeder einen Daumen hoch geben oder fast jeder von euch einen Daumen hoch geben. Also sagen wir, wenn ihr das für ein tolles Hobby haltet und wenn euch diese Folge gefällt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert auch gern meinen Channel, dann könnt ihr noch mehr über das tolle Hobby erfahren. Der Michaelidis fragt, wann bist du auf deine erste Expedition ins Ausland gegangen und wo war das? Auf der Suche nach welchem Tier war das? Ja, Michaelidis, meine erste Expedition ist natürlich schwer. Was ist eine Expedition? Also so Expeditionen habe ich schon als kleiner Bub unternommen und habe versucht, Ringelnattern zu finden oder sowas. Habe bloß einmal eine gefunden, irgendwann im Bayerischen war das, glaube ich, am Chiemsee. Aber ansonsten, oder was ich da eigentlich gut nennen kann, die National Reptile Breeders Expo in Florida, die gibt es seit fast 30 Jahren. Das war eine Zeit lang oder vielleicht ist immer noch die größte Terrarianer
Börse der Welt. Da bin ich ab der zweiten Börse, war ich jedes Jahr dort. Da waren wir dann in Florida, sind auf die Messe gegangen. Und wir dachten uns immer, na, wenn wir eh schon in Florida sind, dann können wir noch ein Stück weiter nach Mittelamerika oder nach Südamerika. Damals mit Terrarianer-Kollegen. Der Andi Siever zum Beispiel war jahrelang da mit dabei. Dann sind wir immer von Florida irgendwo hingeflogen. Wie gesagt, Mittelamerika, Südamerika. Da waren wir in Belize, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Was fällt mir noch zu Mittelamerika? Panama waren wir. Da können wir vielleicht noch ein paar schöne alte Bilder einblenden. Dann sind wir weiter nach Südamerika. Da waren wir Ecuador, Argentinien natürlich, Chile. Wo waren wir noch? Mir fällt es gar nicht mehr alles ein. Also ich glaube, da war ich so ziemlich in allen lateinamerikanischen Ländern. Da haben wir nach Reptilien gesucht, haben wir zum Fotografieren natürlich. Also wir haben keine Tiere dort gefangen oder gar mitgebracht, alles zum Fotografieren. Manchmal denke ich noch, wieso hatte ich damals noch kein Reptil-TV? Ich hätte so coole, geile Folgen da drehen können. Wie gesagt, was wir da in den Ursprungsgebieten an Tieren gesehen haben. Ne? Also was weiß ich, nur mal als Beispiel, die vielen Boa Constrictor-Arten, die es in Lateinamerika gibt. Ne? Wenn ich jetzt in der Terroristik gucke, die Leute sagen, na, ich habe eine reinrassige Boa von da oder ich habe eine reinrassige von dort und ich war vor 20, 30 Jahren dort und habe die in der Natur gesehen und denke mir, naja, ob die jetzt wirklich genau gleich aussieht oder aussah oder Gebiete, wo ich genau weiß, da ist rundherum keine Begrenzung, kein Gebirge, kein gar nichts. Ne, da spricht man jetzt von reinen Key-Corker-Boas. Das Key-Corker, das ist vor der Küste von Belize. Das ist in Sichtweite von der Küste, da kann jede Boa hin und her schwimmen. Und wieso soll es jetzt auf Key Corker irgendeine reinrassige Boa-Art geben, wenn sie aus Festland schwimmen kann und dann ganz Mittelamerika vor sich hat? Wie gesagt, das war eine ganz interessante, tolle Zeit. Was jetzt genau da das Highlight war, das war, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Da kam ein Highlight nach dem anderen. Und nochmal der Michaelidis fragt, ist der Flo noch bei euch aus den Anfangsfolgen? Ja, Michaelidis, der Flo war noch nie weg. Pass auf, ich habe jetzt hier mein Handy. Jetzt müssen wir mal die Kamera wechseln. Guck mal, wer hier steht und was der hier macht. Ja, jetzt kriegt er noch ein wenig Hintergrundwissen, was wir hier tun. Also der Flo ist die ganze Zeit schon da. Der filmt Reptil TV von Anfang an, beziehungsweise nicht von Anfang an. Er ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten, wenn wir es genau nehmen. Der Milo fragt, was hast du für Tattoos auf dem Arm? Ja, meine Tattoos, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen. Ich habe ja eine beschissene Haut leider, die da unter Neurodermitis leidet und so leiden auch meine Tattoos. Deswegen leider nicht mehr so schön wie an den ersten Tagen. Aber ganz kurz machen wir mal schnell im Durchlauf, dass das auch erzählt ist. Also hier habe ich den Perseus mit dem Kopf der Medusa, ist hier drauf. Das hier, das hat mir eigentlich immer besonders gut gefallen, auch wenn es gar nicht zur Geltung kommt. Das ist wegen so afrikanische Landschaft, 2 Antilopen hier mit Bäumchen und so weiter. Ach so, das da unten, das ist so ein Zeichen aus Ghana, Nyame heißt das. Das ist das Zeichen für akzeptiere Gott. Wegen so ein christliches, was heißt christlich, also so im alten afrikanischen Glauben, aber verkörpert die Gottheit und dass man Gott akzeptieren soll. Hier ist so eine, wie sagt man, Dia de los Muertos, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, egal. Als Vorlage vom Gesicht hat meine Frau ein Bild meiner Frau hingehalten, also La Catrina wollte ich sagen, genau. Und das Ganze in diesem La Catrina-Style, ne? Das kennt man ja typisch von Tattoos. Ach so, und dann habe ich hier oben noch den Nelson Mandela drauf, den finde ich gut, den finde ich schon immer gut. Wenn wir mehr so Politiker hätten, dann hätten wir wahrscheinlich weniger Probleme auf unserer Welt. Deswegen, das war auch übrigens mein erstes Tattoo, interessanterweise, der sieht noch recht gut aus. Der hat wahrscheinlich weniger
weniger, was weiß ich, was abgekriegt, weniger Hautirritationen abgekriegt. Ach so, und hier habe ich noch einen schlauen Spruch, ne? Kein Tätowierter ohne schlauer Spruch. Die Kinder deiner Kinder kennen deinen Namen schon nicht mehr. Ja, die Kinder deiner Kinder kennen deinen Namen schon nicht mehr. Finde ich gar nicht schlecht. Übrigens von Udo Lindenberg. Geht einfach darum, dass, dass jeder denkt sich, ja wunderbar, wie ewig er in Erinnerung ist. Aber ich denke, 2 Generationen später ist jeder schon Geschichte und Vergangenheit und vergessen. Wie gesagt, das finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Ne? Jeder denkt sich, er reißt die Welt ein, wenn er lebt. Und 100 Jahre später weiß schon kein Mensch mehr, wie er geheißen hat. Ja, so viel zu meinen Tattoos. Ich habe noch mächtig Platz. Möchte ich auch mal noch ein bisschen schöner hier noch ausfüllen und so weiter. Von dem her, wenn ihr richtig gute Tätowierer wisst, die Black and Grey machen, liebend gerne. Da brauche ich mal noch jemand, der mir das hier vervollständigt. Hakan Bebe fragt, ist dir schon einmal etwas Unheimliches passiert, als du in Afrika gewesen bist? Ja, Hakan, unheimlich, was heißt unheimlich? Also so irgendwelche Voodoo-Sachen oder so sind mir noch nie passiert. Was mir mal passiert ist, ich glaube, da können wir sogar ein bisschen was einblenden. Wir waren mal unterwegs in Afrika zum, ich glaube sogar Netzpütern suchen waren wir, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben einen Fehler gemacht. Wir sind auf ein Gebiet von einer Dorfgemeinschaft oder von einer Community gekommen und haben den Chief nicht um Erlaubnis gefragt. Beziehungsweise wir hatten einen Chief gefragt und wussten nicht, dass wir ins nächste Gebiet kommen und haben dort wie gesagt, nach Reptilien gesucht. Und das Land gehört ja denen oder gehört der Community. Und da geht man nicht einfach hin und wühlt wegen rum, sondern man fragt vorher schön nach, ob man es darf und so weiter. Das mache ich eigentlich immer. Der Trapper, der mit uns dabei war, hat es irgendwie ein wenig versemmelt oder wie gesagt, er dachte, wir wären auf dem richtigen Gebiet noch. Lange Rede, kurzer Sinn, dann kamen aus dem Dorf einige mit Machete, Hacke, sonstigem, haben uns mehr oder weniger festgenommen, festgesetzt, haben uns zu dem Chief gebracht. Und dann wurde erstmal entschieden, was mit uns passiert. Und dann mussten wir haben uns natürlich entschuldigt und haben das aufgeklärt. Und es ging dann einige Stunden, da waren wir wirklich ein bisschen festgenommen, festgesetzt. Waren ein paar englische Freunde dabei, ne? Der Darren aus England, Crystal Palace war zum Beispiel dabei. Ging eine Weile, am Schluss haben wir uns geeinigt, wir haben eine Strafe gezahlt, beziehungsweise so etwas war das nicht, das waren schon ein paar $100, was wir da an Strafe gezahlt haben. Ich hatte nur das Glück, dass ich mit der Chief und der Sohn von dem Chief, wir hatten einen gemeinsamen Bekannten, den ich angerufen habe, der hat dann auch noch ein wenig interveniert und ein gutes Wort für mich und für uns eingelegt. Und am Schluss haben die uns, wie gesagt, mit diesen paar $100 dann wieder laufen lassen. War aber eine interessante und auch eine blöde Erfahrung, weil ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist, wenn man irgendwo festgenommen wird, also man ist gefangen genommen sozusagen und man kann nicht machen, was man will. Ne? Wir saßen da rum in so einem Bereich von dem Dorf. Wir durften dann, also wenn wir jetzt weggegangen wären, die hätten uns festgehalten oder wenn wir weggerannt wären, hätten die uns wieder zurückgeholt. Ich fand es echt unangenehm, da fest ist. Das ist man nicht gewöhnt. Wer als erwachsener Mensch ist, also wir sind ja freie Menschen, ne? Vor allem hier in Deutschland. Wir haben unsere Freiheit, wir können machen, was wir wollen. Und plötzlich kommt jemand und sagt, so, du bleibst jetzt hier, du darfst nicht mehr gehen. Also ich fand es irgendwie ein Scheißgefühl und möchte es eigentlich gar nicht nochmal erleben. FSK Daddy fragt, wie ist es mit dem Tier, in Klammer Königspütern, aussuchen bei dir im Laden? Die Tiere stehen doch alle im Jungtierraum. Geht man da mit euch rein, sagt, für welche 4 Tiere man sich zum Beispiel interessiert, schaut sich dann alle 4 an und kann sich dann entscheiden. Ich wohne etwas weiter weg, würde mir das Ganze gerne mal vor Ort anschauen und nicht immer nur anhand der Bilder. Echt gute Frage. Es ist fast genauso, wie du sagst. Am optimalsten ist, wenn ihr euch online eure Favoriten raussucht, 4, 5 Tiere, die euch gefallen, uns das am besten vorab durchgebt, sagt, guck mal, ich komme am Donnerstagnachmittag oder Samstagvormittag oder wann immer, möchte mir vor allem mal die 4, 5 Tiere anschauen, könnt ihr mir die hinrichten.
dann tun wir die schon mal hinrichten, dann müssen wir nicht lang suchen, wenn ihr da seid. Ne? Bei ein paar hundert Tieren ist das gar nicht so leicht, als die rauszusuchen. Deswegen, wenn wir da ein bisschen vorher Zeit haben, ist toll. Dann suchen wir die raus, stellen die hin und dann kommst du vorbei, guckst dir die 5 Tiere an, sagst, ach ja, den finde ich am allertollsten, oder du sagst, nee, mir gefällt gar keiner, lass uns nach was anderem gucken, oder du sagst, mir gefallen sogar 2 oder wie auch immer, steht dir dann alles offen. Aber das ist eigentlich so die perfekte Vorgehensweise, so wie du es geschrieben hast. Im Vorfeld schon mal online ein bisschen anhand der Fotos aussuchen, uns die Nummern durchgeben, oder also wir haben immer Nummern bei den Tieren, und uns vorab durchgeben und dann kommen und direkt aussuchen und euch in genau euer Tier verlieben. Das ist perfekt. Das war wieder eine Frag-Stefan-Folge. Ich fand, es waren tolle Fragen dabei. Sorry, dass ich nicht alle beantworten konnte. Es waren wirklich noch viel mehr ganz gute Fragen dabei. Gerne beim nächsten Mal. Wir machen bestimmt wieder mal eine Frag-Stefan-Folge. Danke für eure Beteiligung und bleibt mir treu und checkt my balls.